Das hier war der Moment, wo wir unsere große Drohne verloren haben. Ein kleiner Fehler und plötzlich lag sie irgendwo unten im Canyon. Ja, guten Morgen. Wir müssen unseren wunderschönen Platz mit dieser tollen Aussicht hier leider jetzt heute verlassen. Wir müssen mal wieder einkaufen. Ja, ansonsten könnten wir es hier noch ein paar Tage aushalten. Noch mehr als genug Wasser. Und unser neues Stromsetup zahlt sich in der Sonne auch voll aus. Also ja, geht nie weiter runter als 80% und ist auch tagsüber schnell wieder aufgeladen, obwohl wir auch dann unsere Laptops und so weiter laden. Ja. Also die zusätzlichen 240 Watt haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, sogar so weit, dass man jetzt dann doch nicht mehr weitere Lithium-Ionen-Akkus oder halt die Lithium-Ionen-Akkus auch nicht mehr austauschen gegen dickere, sondern dass wir mit 360 Ampere-Stunden eigentlich gut hinkommen. Solange zumindest ein bisschen Sonne scheint, kam auch genug rein, als es so diesig oder leicht bewölkt war. Ja. Kommt schon gut hin. Babe, why can't you see? No hope is left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. I am the wreckage in need of glue. Smash my guitar and stay in tune. Überall auf der Strecke kann man noch die alten Industrieruinen sehen, die Überbleibsel von den inzwischen verlassenen Zementwerken. Ja, und dann passierte es. Die Drohne verfing sich in feinen Ästen und stürzte in den Canyon. Wir haben versucht, sie irgendwie ausfindig zu machen, aber wir konnten nicht mal sehen, wo sie genau liegt. Ein Hinabsteigen in den Canyon war leider auch nicht möglich.
Zum Glück habe ich einen DJI Care Refresh Vertrag, so wird der Spaß nicht ganz so teuer wie eine komplette Neuanschaffung. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. Kaum waren wir an unserem Stellplatz am Ozumi River angekommen, kamen auch schon diese beiden Kerlchen hier an. Natürlich haben sie was zu futtern bekommen. Und zum Glück hatte ich meine alte Drohne, die Mini 3 Pro, als Backup aufgehoben und nicht verkauft. Ja, am nächsten Tag kamen die beiden Doggos nochmal vorbei. Leider war der eine etwas zu ungeduldig und ist schon mal vorausgegangen. Da hat halt nur sein Kumpel was bekommen. Und später am Tag entdeckten wir dann aus dem Fenster weiter hinten im Tal ein Feuer. Aber da schien nur mal wieder jemand gezielt und kontrolliert etwas abzufackeln. Die Polizei, das weiße Auto, ist ja auch einfach wieder gefahren. So etwas kommt hier auf dem Balkan öfters vor, wie wir feststellen mussten. Und hier zündelte schon wieder jemand. Auf der vom Navi zuerst vorgeschlagenen Route weiter in den Ozumi Canyon hinein begegnete uns schon bald der erste Steinschlag. Ja, aber da hätten sie irgendwie Schilder hingestellt, wenn es dann weitergehen würde. Ja, da fahren wir da rechts vorbei. Ja, da ist schon ziemlich bekannt dann. Ja, da vorne aber nicht. Ja, bei der ersten Stelle konnten wir noch einfach so vorbeifahren. Doch weiter hinten wurde es dann immer schlimmer. Ja gut, dann... Bleiben wir nicht hier stehen, bevor hier noch was... Ja, aber wir müssen, wenn wir umdrehen wollen, müssen wir umdrehen.
Ja, das ist jetzt unser erster Stopp am Usumi Canyon hier. Schon eine tolle Aussicht hier. Die Landschaft ist echt genial. Ich blende euch noch ein paar Drohnenaufnahmen von dem Spot hier ein. Und dann fahren wir weiter. Der nächste Spot ist nur 1,5 Kilometer weg. Da werde ich dann mal ein paar Fotos schießen. Und hier haben wir an dem Canyon wieder so ein Bright Soul aus grauer Vorzeit. Bezüglich des Bright Holes gibt es wohl auch noch ein Ritual, dass Frauen, die schwanger werden wollen, sich mit Fallschirm angezogenen Klamotten in das Loch reinbegeben, sich dann da drin umziehen, halt richtig rum und dann wieder rausklettern und dann schnellstmöglich nach Hause gehen, in der Hoffnung, dann schwanger zu werden. Und mit diesen tollen Bildern vom Usumi Canyon beenden wir das heutige Video. Nächste Woche wird es spannend. Wir fahren mit Absicht unseren ersten Offroad-Track und der wird uns ganz schön fordern. Also schaut unbedingt rein. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst uns doch bitte einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.